weshalb wir hier am weltbekannten Würmsee sind, in Deutschland. Ja, das hat seine Gründe. Nämlich, es geht auf nach Mexiko! Doch spulen wir mal zurück und schauen von Anfang an. Wir sind hier in La Manga del Mar in der Nähe von Cartagena, Murcia, an einem Freistellplatz, wo wir in Ruhe stehen können. Murcia ist wieder etwa 200 Kilometer weiter nördlich von Granada, wo wir die letzten Tage verbrachten. Ihr fragt euch vielleicht, warum sind die jetzt wieder in Murcia? Die Richtung war ja eigentlich Richtung Süden. Ja, es hat seine Gründe. Und die erzählen wir euch später, weil jetzt gehen wir zuerst kiten. Wir freuen uns wie Kinder, zumindest ich. Gestern waren wir den ganzen Tag auf dem Kite, von etwa 11 Uhr bis abends um 6 Uhr. Heute hat es leider keinen Wind, dafür nutzen wir die Zeit, um unsere Weiterreise zu planen. Wir haben uns nämlich entschieden, nach Mexiko zu verschiffen. Heißt, wir gehen relativ zügig zurück in die Schweiz, machen an der Grenze zu Frankreich einen PCR-Test, fahren durch und sind dann nächste Woche zu Hause. Es gibt einiges zu tun, bevor es losgehen kann, mit Fahrzeugprüfen, ein paar Umbauarbeiten und Corona-Impfung. Ja, was gibt's zu sagen? Wir haben eine lange Fahrt vor uns. Freuen tun wir uns nicht, muss aber sein, und starten wir auch den Motor, wie alle anderen auch. PCR-Test machen? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Alles in allem seit 15 Stunden unterwegs, seit wir in La Manga del Mar gestartet sind. Etwa weitere 10 warten heute auf uns. So schön auf der Autobahn. So weit, so gut. Die Grenze haben wir mal überquert. Ohne Kontrolle war auch niemand zu sehen, weit und breit. Aber es kommt nicht auf die Grenze an, sondern die erste Zahlstelle. Wir sind ohne PCR-Test von Spanien nach Frankreich gereist, sind jetzt in Frankreich und sind natürlich gespannt, ob wir diese Reise als Schwerverbrecher durchziehen können und am Schluss ohne PCR-Test in der Schweiz sind. Genau 20 Stunden unterwegs, 1500 Kilometer und wir sind am Schweizer Zoll angelangt. Die Spannung steigt. Ein Speedhump von der Schweiz entfernt. Wir haben es geschafft! Brrr, ist das kalt. Irgendwo hier liegen auch noch die Socken. Wir werden sie finden. Papa! Switzerland! Yeah! Yeah! Endlich zu Hause! Es gibt einiges zu erledigen, bevor das Schiff in Bremerhaven ablegen wird. Wir haben die Zeit genutzt, um uns in der Schweiz impfen zu lassen. Zweite Impfung ist auch abgeschlossen. Heißt, wir können ab sofort die Schweiz wieder verlassen und weiterreisen. 4 Wochen waren auch genug, um hier in der Schweiz zu sein. Wir haben die Unterkunft in Veracruz organisiert, ein Airbnb. Und auch wieder mal ein bisschen an der Homepage gebastelt, neue Berichte geschrieben. Der nächste wird die Verschiffung sein.
So, es ist schön, mal wieder ein bisschen mehr Platz zu haben, um das Büro zu erledigen. Ich kann mich hier richtig ausbreiten. Es gibt nämlich einiges zu organisieren für unsere neuen Reisepläne. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Verschiffung organisiert wird. Und es muss natürlich auch ein Flug gebucht werden. Unser Fahrzeug geht am 26. Juli auf Schiff und wir fliegen am 30. Juli hinterher. Und für diese Zeit haben wir ein Airbnb reserviert. Leider nicht allzu gute Nachrichten von der US-Botschaft. Unser Visa-Antrag für das B1-Touristenvisum wurde aufgrund von Corona leider temporär refused, wird aber ausgestellt, sobald die Einreisebestimmungen ändern. Wir haben bis zum letzten Moment gehofft, dass das noch passieren wird, solange wir in der Schweiz sind. Jetzt müssen wir einen Antrag stellen, damit unser Visumsantrag von der US-Botschaft in der Schweiz zur US-Botschaft in Mexiko transferiert wird und wir dann unsere Pässe dort einschicken können. Hoffen wir mal, dass das funktionieren wird. Wir haben Whaley entrostet und dem Prüfamt vorgeführt. Jetzt geht die Arbeit los. Der ganze Flugrost, den wir an den Stränden von Spanien aufgefangen haben, muss wieder weg. Also heißt es jetzt schleifen, schleifen, schleifen. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt etwa 3 Stunden lang alles schön eingepinselt mit einem Rostschutz. Jetzt lassen wir das trocknen, 2-3 Stunden, und danach wird es eingesprayt und schlussendlich noch mit einem Unterbodenschutz nochmal richtig geschützt. Danach 3 Schichten und hoffentlich 3 Jahre Ruhe oder so. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der erste Task des heutigen mühsamen Tages: unser Gestell muss weg. Für die Fahrzeugprüfung nehmen wir das weg, weil ja das letzte Mal wurde es ohne dieses Gestell geprüft, also sicher ist sicher. So, und hier warten wir für Schritt 2 vom heutigen Tag, Whaley waschen für den Prüftermin. Wir sind an Station Nummer 3 im Prüfzentrum und hoffen, dass wir 20 nach 10 hier mit einem geprüften Whaley wieder davonfahren können. Ein bisschen Nervosität ist immer dabei. Prüftermin, Fahrzeug, Spezialbau hat niemand gern. Und bevor wir jetzt Whaley verschiffen werden und das Fahrzeug abgeben, werden wir an die Ostsee fahren, um ein paar Tage zu kiten. Zumindest ist das der Plan, doch es gibt 2 Faktoren, die sprechen momentan dagegen. Das eine ist das Wetter. Es wird so wunderschön bleiben, wie es momentan ist, nämlich jeden Tag Regen. Und das andere ist, zum Kiten braucht man Wind. Und der ist nicht da. Also verbringen wir ein bisschen länger Zeit hier am Würmsee. Und machen ein neues Video für euch.